For English, satellite push, satellite button. Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zur Folge 76. Mein Intro-Tierchen heute, dieser hübsche Spider-Königspython, ein Weibchen. Was ich euch an dem zeigen will, er ist unheimlich hell, also wer so ein Spiderwing vor seinem geistigen Auge hat, ein Spider ist normal deutlich dunkler, der sieht hier schon bald aus wie so ein Ghost Spider oder sowas. Das kommt daher, dass das ein Weibchen in der Zuchtphase ist, ne? Bei einigen Königspython, bei manchen mehr, bei manchen weniger, kann man das wirklich toll beobachten. In der Zuchtphase selber haben die ganz helle Farben. Manche bringen richtig leuchtende Farben. Zum Teil sehen die Tiere aus. Also mir geht es manchmal so, ich sehe ein Tier und denke, hey, was ist denn das für ein Tier? Da kann ich bald die Morph gar nicht bestimmen, weil es völlig anders aussieht. Das liegt an der Zuchtphase, da sind die Weibchen besonders schön, also man kennt es aus dem Vogelreich, aus was weiß ich was, aber selbst so ein Python bemüht sich wie gesagt, in der Zuchtphase schön auszusehen, und das ist unser heutiges Thema, die Paarungszeit bei Königspythons. In Folge 48, 49 hatten wir schon mal das Thema vom Ei bis zu den Eiern. Da haben wir den ganzen Zyklus eben vom Ei, vom Baby bis zum geschlechtsreifen Weibchen oder Männchen euch gezeigt. Diesmal oder heute gehen wir mehr in die Tiefe rein. Wir haben wirklich bloß den Abschnitt der Zucht selber, also diese 4 Monate im Winter, wenn die Tiere sich paaren. Da wollen wir heute drauf eingehen. Wir selber haben jetzt gerade die Paarungszeit hinter uns. Wir sind hier bei uns in unseren Zuchträumen. Ihr merkt es vielleicht, ich bin heute auch ein bisschen am Schwitzen. Wir haben hier drin 30 Grad, das ist als Entschuldigung dazu. Hier in den Zuchträumen wollen wir euch heute zeigen, was wir auch immer wieder Neues dazulernen. Ja. Wir verfügen über ein Ultraschallgerät, da können wir genau gucken, wie sieht es in dem Weibchen aus. Ich habe viele Kunden, die mir E-Mails schicken oder sagen, ach, kann ich mal mit meiner Schlange vorbeikommen, kann ich mal Ultraschallen, ich will wissen, was die drin hat und so weiter. Wir haben festgestellt, man braucht an sich fast kein Ultraschallgerät. Es gibt so Indizien, Indikatoren, wie die Tiere fressen, wie sie aussehen. Da weiß man ganz genau, was in denen vor sich geht. Das wollen wir euch heute zeigen, erklären, die Ultraschallbilder dazu zeigen, und so könnt ihr euch vor eurem geistigen Auge sozusagen auch immer vorstellen, wie weit eure Weibchen im Prinzip sind. Absolut wichtig in der Paarungszeit ist die Buchführung. Ich persönlich bin kein Freund davon, wirklich jeden, das würde ich bald mal sagen, jeden Pups von der Schlange von Geburt an aufzuschreiben oder jeden Kot oder jede Häutung oder so. Klar, das Fressen notiert man sich, man muss wissen, wann ein Tier gefressen hat, wann nicht. Ich behaupte mal, alles andere ist wirklich relativ egal bis zur Paarungszeit. Da muss ich viel aufschreiben, weil die Daten, wie gesagt, die geben mir Infos. Das ist das, was wir wissen wollen. Die Paarungszeit bei uns, wir beginnen Ende November. Ein Indikator, dass die Weibchen in die Paarungszeit kommen, ist, dass sie 1, 2 Wochen lang oder vielleicht sogar mal 3 Wochen lang nicht fressen. Ja, also sie fressen vor der Paarungszeit so einigermaßen, dann machen sie 2, 3 Mal Fresspause. Und dann fressen sie wie verrückt, dann fressen sie wirklich 1, 2 große Ratten, wie wenn es morgen nichts mehr gibt. Ne? Das ist auch logisch, oder das macht ja Sinn in der Natur. Die Weibchen wollen Fettreserven bilden, deswegen fressen die so wahnsinnig. Am Schluss oder gegen Ende in diesem Zyklus hören sie wieder auf mit Fressen. So circa 2, 3 Wochen oder 4 Wochen vor dem Eisprung fressen sie nimmer. Dann hat man so 3, 4 Mal wieder NF am Terrarium stehen. Ja. Das kann ich euch, oder das zeige ich euch am besten an dem Tier selber. Da haben wir ein paar Zuchtweibchen, die jetzt am Ende von diesem Paarungszyklus sind. Hier zeige ich euch jetzt ein Idealfallweibchen. Also wir beschriften die Boxen so entsprechend. Auf der linken Seite haben wir die Fütterungen. Hier haben wir unseren Punkt, welche Woche oder in welchem Rhythmus das Tier bepaart wird. Hier rechts haben wir die Männer stehen. Und so sehen wir auf einen Blick, was wir sehen wollen. Hier kommt eben, in dem Fall fängt es jetzt 25.11. an, hier sind die älteren Futterdaten daneben, aber hier ist eigentlich so die ausschlaggebende Zeit. Wir fangen im November das Paaren an. Da hat das Weibchen noch recht gut und viel gefressen. Die hatte jetzt hier im Dezember, Ende Dezember hatte die ihre 2 Wochen Fresspause, die ist relativ spät sogar, das ist manchmal eigentlich schon deutlich früher, eher so ganz am Anfang der Paarungszeit, so Anfang Dezember oder gar Ende November.
Die hat es jetzt etwas später, spielt aber keine Rolle, oder das ist halt so die übliche Bandbreite, die es natürlich hat. Es geht nicht auf den Tag genau natürlich. Wie gesagt, 2-mal Fresspause. Hier wieder mordsviel gefressen, also R steht für Ratte, 2 Striche, 2 Ratten. Immer jede Woche hier 2 Ratten gefressen. Und hier ab dem 8. Februar hat sie aufgehört mit Fressen. Ne? Kommt NF, heißt bei uns nicht fressend, nochmal NF, nicht fressend, 3. NF, dahinter steht HTG für Häutung, ne? Da war sie in der Häutungsphase. Das war dann in dem Fall auch die 3. Häutung. Also wer in meinem Buch diese Beschreibung kennt, 1. bis 4. Häutung in der Paarungsperiode, das hier war die besagte 3. Häutung, nach der dann auch der Eisprung kommt. Hier haben wir einfach einen Strich, da haben wir gar kein Futter mehr angeboten, weil wir wissen, sie frisst nicht. Hier nochmal Strich und eben hier drüben haben wir die Männer stehen. Am Anfang hat das Tier sogar relativ schlecht gepaart. Das ist eigentlich sogar auch ein guter Indikator. Wir sehen es hier, da hat das Weibchen noch viel gefressen, bevor sie ihre 2-mal NF hatte, und da wollte sie auch nicht paaren. Dann hat sie zum Ende Dezember das Fressen kurz eingestellt. Wie gesagt, für mich ein Indikator, dass sie in diese Fortpflanzungszyklus kam. Und hier hat sie dann aus Paaren angefangen, beziehungsweise hier relativ spät, im Januar hat sie dann gepaart. Das ist Anfang Januar, Anfang Februar hat sie gepaart. Und hier Anfang März hat sie das letzte Mal gepaart. Ne? Also haben wir 3-mal gepaart mit dem Weibchen. Und die hatte dann jetzt am 10.3. ihren Eisprung. Also so können wir genau parallel verfolgen. Am Anfang wollte sie nicht paaren, da war sie wahrscheinlich noch nicht so weit. Dann hat sie gepaart und wie gesagt, dann am Schluss, nachdem sie das Fressen eingestellt hat, also ungefähr, müssen wir ausrechnen, ungefähr 5 Wochen nach dem Fressen einstellen, kam dann der besagte Eisprung. Und das ist ja das, was wir haben wollen, dieser Eisprung, weil ab dann wissen wir, jawohl, das Weibchen hat geklappt und jetzt kommen bald die Eier. Das war jetzt die blanke Theorie mit irgendwelchen Fressen, Nicht-Fressen, Sonstigem. Jetzt wollen wir das Mädel natürlich auch noch sehen und sehen, wie das Tier dann aussieht. Hier haben wir ein schönes, großes Cinnamon-Weibchen. Unschwer zu erkennen, dass die wirklich kugelrund ist und da irgendwas im Bauch drin haben muss, für das sie schon lange nicht gefressen hat. Noch ein wichtiger Punkt ist bei der Zucht, ich will ja, oder wenn ich den Eisprung beobachten kann, ist natürlich optimal. Wir zeigen euch nachher noch, wie so ein Eisprung aussieht am Tier im Moment, wenn er stattfindet. Wenn ich das beobachten kann, ist natürlich super. Dann schreibe ich drauf aus Terrarium Eisprung, da weiß ich, die ganze Sache ist gelaufen. Manchmal habe ich auch Tiere, wo ich mir überlegen muss, bin ich noch in der Paarung selber, also muss ich das Tier nochmal verpaaren, weil ich jetzt schon 3, 4, 5 Wochen meinetwegen kein Männchen drin habe, oder ist die ganze Sache gelaufen. Ich finde, man kann das relativ gut fühlen. Ein Tier vor dem Eisprung, wenn ich am Bauch fühle, fühle ich so kurze runde Kugeln im Bauch. Nach dem Eisprung werden die Kugeln irgendwie weicher und eben haben die typisch längliche Eiform. Ja, also wenn ich mir das Tier, ich mache es immer so, dass ich es ins Terrarium reinkriechen lasse und lasse es mir hier so über meine Finger, ne, ich habe hier die Finger so am Bauch, lasse es mir so drüber gleiten und dann, wie gesagt, vor dem Eisprung fühle ich diese runden, harten Kugeln recht deutlich und nach dem Eisprung fühle ich eigentlich so die langen, relativ weichen Eier, also man kann sie zum Teil wirklich fast zählen, kann ich am Bauch fühlen und kann sagen, okay, vor Eisprung oder nach dem Eisprung. Hier haben wir jetzt das Mädel und Ultraschallgerät hier mit dem Schallkopf hier. Ne? Wer die alte Folge gekannt hat, früher hat man diesen Tisch mit Anschlag, wo wir Ultraschall gemacht haben. Mittlerweile habe ich das einiges primitiver, aber fast noch praktischer. Wenn das Tier hier so um den Schenkel rum sich festhält, habe ich eigentlich schon fast die passende Stelle, kann hier die Sonde ansetzen und habe hier bums schon das erste Ei auf dem Bildschirm. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ne? Also hier geht es runter. Hier sehen wir schön die Eihaut hier. Ne? Also hier das Ganze hier ist Ei. Ne? Hier ist das Ei zu Ende, geht hier runter. Ne? Hier so läuft es ungefähr lang
Und wenn ich hier so weiter lang fahre, hier sehen wir jetzt schon, kommt das nächste Ei, ne? Hier dieses Ding, diese Ausbeulung. Ne? Und zwischen den Eiern, also nach dem Eisprung, sind die Eier schon im Legedarm. Ich hoffe, ich drücke es medizinisch richtig aus. Manchmal sieht man sogar zwischen den Eiern diesen Darm, in dem die drin sind, als kleine, wie so eine Brücke hier unten. Ne? Also hier kommt jetzt das nächste Ei. Von der Größe von den Eiern, hier die Punkte ist der Maßstab. Von Punkt zu Punkt ist 1 cm, sprich von dem hier unten bis da oben sind es 3 cm, also 30 mm. Das ist ungefähr so der Durchmesser von den Eiern, beziehungsweise fast noch ein bisschen mehr, so 35 cm. Und wenn wir jetzt mal hier die Gesamtlänge angucken von den Eiern, ist breiter wie der ganze Bildschirm, also sind so 5-6 cm. Ne? Also die Eier hier haben ca. 60 x 35 mm. Definitiv ein schönes, großes, stolzes Ei und nicht irgendein kleiner Follikel, der erst noch Zeit braucht. Dann habe ich euch ein Tier, das mitten in der Paarung ist. Also das ist jetzt im Prinzip 3-4 Wochen später dran, wie das Tier, das wir vorher gesehen haben. Wir sehen es dann auch eben ganz gut an den Futterdaten. Die hat jetzt vor 2 Wochen aufgehört mit Fressen. Man sieht hier ganz schön, Anfang Dezember hat sie zweimal, haben wir hier NF. Ne? Das ist, wenn wir jetzt hier rüber gehen zur Paarung, die hat am Anfang Dezember wollte sie noch nicht paaren und hier zum 15. Dezember hat sie hier mit diesem Spite-Männchen, also Spider-Pite-Männchen dann gepaart. Also eben zweimal NF heißt, sie fängt an, sie kommt in diesen Fortpflanzungszyklus. Jetzt hier dann danach, 22.12., 30.12., frisst sie sehr viel. Zwischendrin hat sie einmal nicht gefressen, da kam sie allerdings auch in die Häutung, hat wahrscheinlich mit der Häutung zu tun gehabt. Hier frisst sie, wie gesagt, sehr gut weiter bis Ende Februar oder 23. Februar, ne, immer Ratten, 1-2 Ratten gefressen. Und dann Ende Februar, 3. März NF, also nicht mehr gefressen, 9. März NF, 16. März NF. Also die geht jetzt so dem Ende zu. Ich würde schätzen, die hat jetzt circa so 25 mm Follikel, kommt jetzt dann demnächst in die 3. Haut. Ich würde das Tier jetzt, oder wir bepaaren das Tier jetzt noch einmal und dann ist die auch bepaart und erledigt, will ich bald mal sagen. Da hat alles eigentlich perfekt, oder ist alles auf dem Weg dahin perfekt zu klappen. So wie die Daten sind, schätze ich, dass die 25 bis 30 mm hat, ne, vor 2-3 Wochen aufgehört mit Fressen. Ich würde sie jetzt noch einmal verpaaren, beziehungsweise ich würde sie jetzt auch noch einmal befühlen. Das, was ich euch vorher gesagt habe, diese runden Kugeln, die müsste man bei der jetzt wirklich gut fühlen können. Die fühlt man übrigens auch erst ab einer Größe, oder zumindest ich fühle sie erst so ab ca. 20 mm. Ich kenne Leute, die sagen, sie würden es schon früher fühlen. Ich bezweifle es etwas, weil umso kleiner die Follikel sind, umso schwer. Also ich glaube, ein 10 mm Follikel kann keiner erfüllen. Bei 15 behaupte ich mal, ist schon knapp. Und hier so bei 20, 25 fühlt man sie ganz deutlich. Ne? Also ich fühle sie jetzt auch. Wie gesagt, hier die Finger unten reindrücken. Und ich merke wirklich, wie so Murmeln unter meinem Finger wegleiten. Ich glaube, beim Fühlen kommt es einem auch ein bisschen kleiner vor wie auf dem Ultraschall. Ne? Wenn ich jetzt so vom Gefühl her sagen müsste, wie dick ist diese Murmel, die da über meinen Finger geglitten ist, würde ich eigentlich ausschätzen, vielleicht so 15 mm. Von meiner Erfahrung her, oder wenn ich es dann hinterher mit dem Ultraschall abgeglichen habe, sind sie letztendlich größer wie das, was mir mein Gefühl sozusagen gesagt hat. Ne? Also ich fühle wirklich eindeutig die Follikel da drin. Dann hier wieder den Ultraschallbeweis oder die Überprüfung zu unserer Theorie. Ja, jetzt sehen wir hier in dem Fall, wie gesagt, noch die Follikel sind ja 25 mm mal Pi mal Daumen geschätzt. Also an den Ultraschallgeräten kann man das auch ausmessen ganz genau. Aber wie gesagt, von hier bis hier, das sind 20. Ja, das hat ungefähr 20 mal 25, so wie es jetzt hier abgebildet ist.
Auch mal noch hier zum Zusagen, die schwarzen Striche, wo wir hier sehen, das sind die Rippenbögen vom Tier, ne? Sieht man jetzt hier schön bei der Aufnahme. Aber wie gesagt, hier das Follikel, hier kommt der nächste Follikel mit ja, Pi mal Daumen 25 mm. Das ist dann genau die Phase, wo das Weibchen dann aufs Fressen einstellt. Was es auch immer wieder in der Zucht gibt, jetzt hier ein Weibchen, da schaue ich mir die Fressdaten, die Paarungsdaten an, mal fressen, mal nicht fressen, mal nicht fressen, mal paaren, mal nicht paaren. Daran weiß ich schon, das klappt nicht. So ein Durcheinander, wenn das nicht diesen Rhythmus hat, den ich euch vorher gezeigt habe, dann wird die ganze Zucht auch nichts. Kann ich daran schon ganz klar sehen. Die hat jetzt hier im November, da hat sie schon nicht richtig gefressen. Dann hat sie hier Anfang Dezember hat sie mal angefangen mit Fressen. Da hat sie wieder Januar NF. Paaren war es eigentlich ähnlich. Im Dezember immer das Paaren verweigert. Dann Anfang Januar hat sie sich herabgelassen mit einem Coral Glow Bumblebee zu paaren. Im Ende Januar wollte sie schon wieder nicht mehr. Im Februar hat sie nochmal gepaart. Wie gesagt, dann also einmal gefressen, dann wieder nimmer gefressen. Hier im März hat sie mal wieder das Fressen angefangen, beziehungsweise jetzt hier seit dem März frisst sie wieder. Wenn ich mir die Daten anschaue, weiß ich ganz genau, da kann nichts drin sein. Da freue ich mich fürs nächste Jahr auf die Zuchtsaison, aber dieses Jahr ist bei dem Weibchen gelaufen. Ich hole euch das Mädel gern raus. Hier ein super Pastellweibchen haben wir hier. Auch anhand der Körperform, ne? Die hat nicht diese runde, pralle Form, wie wir es bei dem 20-25 mm Follikeltier hatten. Die hat aber auch nicht diese, wo man die Wirbelsäule relativ stark sieht und wo es unten breit ist, wie ein trächtiges Weibchen, wo Eier drin hat. Die ist weder besonders dünn, aber sie ist auch alles andere wie dick. Sie hat doch einen flachen Körperbau. Allein so an der Form, wie sie aussieht, also ich würde es bald mal sagen, sieht aus wie ein ganz normaler Königspütern. Anhand dieser normalen Körperform kann man eigentlich auch schon sagen, dass da nichts an großen Follikeln oder Eier drin ist. Ich spare mir da auch das Fühlen, weil ich ganz genau weiß, da werde ich nichts fühlen. Das Ganze überprüfen wir jetzt. Schön wäre es, wenn meine Theorie nicht stimmt und das Weibchen hätte Eier drin, aber ich bin mir anhand des Fressens relativ sicher, dass ich recht habe. Da geht es schon mal eben entsprechend los. Hätte die Eier oder Follikel drin, würden wir die an der Stelle hier schon lang sehen. Wir suchen jetzt aber also hätte sie große Follikel drin, so muss ich sagen. Wir suchen jetzt nach ganz kleinen Follikeln, weil ein Weibchen natürlich immer Follikel drin hat. Die sind außerhalb der Paarungszeit oder bevor sie wachsen, sind die so circa 5 mm groß und wachsen dann am Anfang von der Paarungszeit auf ungefähr 1 cm und wie gesagt, oder wie wir es schon gesehen haben, dann bis 3-4 cm. Und um euch das jetzt zu beweisen, dass die da sind, muss ich ein wenig suchen. Würde ich das Weibchen jetzt einfach so schallen, würde ich schon lange aufhören, weil ich weiß ja, dass eben keine großen drin sind und das Ding somit erledigt ist, brauche ich jetzt um die Jahreszeit auch gar nicht anfangen. Aber ich hätte euch natürlich doch ganz gern die Follikel gezeigt. Da haben wir jetzt zwei kleine Follikel, circa 5 mm. Die sitzen auch rechts und links im Körper verteilt. Wenn ich mit meinem Schallkopf auf der falschen Seite bin, sehe ich die natürlich umso undeutlicher. Ja, aber hier oben kann man sie erkennen, 2 Stück nebeneinander, ungefähr so groß wie mein Fingernagel. Hier habe ich euch jetzt ein Weibchen, das direkt heute ihren Eisprung hat. Wenn ihr euch jetzt gerade mal diesen Part hier anschaut, das sieht wirklich aus, wie wenn sie da eine richtig dicke, fette Ratte gefressen hat. Egal von welcher Seite man es anschaut, oben, unten, es ist hier wirklich eigentlich doppelt so dick
wie der restliche Körper. Was auch ganz typisch ist, wenn die im Terrarium liegen, ne, ich habe sie jetzt hier auf der Hand, aber wenn sie im Terrarium liegen, wirkt auch das Schwänzchen oft, also eben an der Stelle ist es dick, da kann sich fast gar nicht bewegen. Und oft liegt das Schwänzchen so wenig so abgeknickt da und wirkt so richtig dünn und kümmerlich. Wie gesagt, die ganzen Follikel, beziehungsweise die werden jetzt, oder in dem Moment spricht man dann ja nach der Ovulation von Eiern, befinden sich hier im Zentrum von der Schlange. Kann man wirklich gut erkennen. Das Ganze geht circa 12 Stunden lang. Die liegen beim Ovulieren auch nie irgendwie in der Höhle, sondern sie liegen immer offen im Terrarium, weil sie brauchen einfach diesen Platz im Körper. Und der Hintergrund von dem Eisprung ist, dass die Eier von den Eierstöcken in den Legedarm wandern. Und diese Wanderung macht einmal einen Bogen sozusagen. Also die Follikel wandern von hinten nach vorne und dann wieder nach hinten und müssen bei dieser Wanderung aneinander vorbei. Und deswegen ist die ganze Sache doppelt so dick, ne? Weil jedes Ei am anderen vorbei muss einmal diesen Bogen machen. Und deswegen hat man auch diesen Effekt, dass das Ganze so verdickt ist, und daher kommt es. Wirklich sehr gut zu erkennen. Natürlich, wenn man es an dem Tag verpasst, wo das passiert, weil man an dem Tag genau mal nicht das Terrarium kontrolliert hat. Einen Tag später sieht man schon nichts mehr davon oder 2 Tage später. Dann habe ich euch hier ein Weibchen, das kurz vor der Eiablage ist. 2, 3 Dinge, die ich euch da zeigen will. Ich meine, zum einen, eben, man sieht natürlich schon schön, dass sie hier hinten schön dick ist. Ne? Hier sind die Eier drin. Was ich auch interessant finde, wenn ich sie euch jetzt mal so hinhalte, ihr seht, dass die Wirbelsäule ziemlich stark rausguckt. Also die, ich lege sie mir mal so drüber, dass sie halten kann. Ich habe immer den Eindruck, dass die Weibchen hier oben Fett verlieren. Also die, wenn ihr euch an das Tier von gerade eben erinnert mit der Ovulation, das hat eigentlich einen ganz runden Durchmesser. Oder das Weibchen davor mit den 25 mm. Das ist wirklich ganz rund im Durchmesser. Wenn die Weibchen ovuliert haben, dann geht alles ein bisschen mehr nach unten. Also die werden eher dreieckiger. Man sieht ein bisschen die Wirbelsäule. Sie machen nach dem Tag der Ovulation wirklich einen ganz anderen Eindruck, oder sie haben einen ganz anderen Körperquerschnitt, ne? Von dem ganz runden, prallen eher zu dem dreieckigen Körperquerschnitt. Das zum einen. Was auch interessant ist, dass sie in der Zeit auch zum Teil recht aggressiv sind, also in der Paarungszeit insgesamt ein bisschen, aber auch direkt nach oder nach der Ovulation habe ich so den Eindruck, dass sie doch öfters mal einen Abwehrbiss machen. Ne? Sie sitzen dann meist in ihren Ablageboxen drin, in den Schlupfboxen oder Legeboxen sitzen sie drin, und wenn man denen da zu nahe kommt, dann kann es auch mal sein, dass sie nach einem schnappen, was sie sonst das ganze Jahr eigentlich nie tun würden. Das ist ja auch noch ein wenig typisch für die Weibchen vor der Eiablage. Wenn das alles so toll geklappt hat, wir haben die Ovulation gesehen, dann kommt die Postovulationshäutung, also die Häutung nach der Ovulation. Nach unserem Schema, das ich zum Beispiel in meinem Buch gezeigt habe, ist dann die 4. Häutung in dem ganzen Zyklus. Wie gesagt, Postovulationshäutung. Und nach dieser Häutung circa 30 Tage, also nach unserer Erfahrung sind es eher 30 bis 35 oder 33 bis 35 Tage. Also wir notieren uns diese Häutung und tun dann 30 Tage später, kontrollieren wir jeden Tag, und dann legt das Weibchen die Eier ab. Und im Idealfall nach, wie gesagt, 30, 31, 32 Tagen machen wir die Schublade auf und das Weibchen liegt auf ihren Eiern drauf. Soweit zu meinen, was ich denke, meine neuesten Erkenntnisse in der Königspythonzucht oder Pythonzucht allgemein. Man wird sicherlich auch auf andere Pythons anwenden können. Dann noch hier zu meinem Outro-Tierchen. Wir wollten noch einen kleinen Wettbewerb starten. Wer hat den größten, längsten, schwersten Ball, also beziehungsweise ausschlaggebend ist der schwerste, aber die Länge spielt dann natürlich auch eine Rolle. Wir würden gern eins von meinen Python Regius Büchern verlosen, die ich jetzt ja in der Folge auch ein paar Mal angesprochen habe. Ihr könnt also ein Buch gewinnen.
postet bitte auf Facebook direkt unter der Folge euren schwersten Ball. Macht ein gutes Foto, am besten so das Tier wirklich vor euch, dass man mal sieht, wie groß und wie lang. Dann vielleicht auf der Waage, wie schwer. Klar, wenn jetzt jemand bescheißen will, dann kann er bescheißen, aber das machen wir nicht. Wir sind ja alles Freunde. Deswegen macht ein ehrliches Bild, schreibt das Gewicht dazu. Der schwerste Python Regius kriegt von uns ein Buch, beziehungsweise der Besitzer des Tieres. Das Ganze bis zum 20. April 2015. Wollen wir mal gucken, wer die dicksten Balls zu Hause hat. Also dann, bis zur nächsten Folge und bleibt mir treu und checkt meine Balls. Heute machen wir was ganz besonders Schönes. Speziell die Zuchtphase, die ganzen, das ist ein ewiges Gelaber hier. Und zur Paarungszeit fangen dies wachsen. Das hast du ja schön gesagt, aber ich finde es war zu lang. Ich würde sagen, wir machen den Take einfach nochmal. Unglaublich. Legen die Weibchen die Eier ab. Also wir notieren uns, das war völliger Quatsch, was ich erzählt habe, jetzt erzähle ich es nochmal richtig. Letzte Häutung oder die 4. Häutung, man sagt auch Präovulation, wie war's? Tipptopp, oder?